Vielleicht sage ich einen Satz zu dem Bild, das ihr seht. Das hatten, glaube ich, in dieser Form Friederike und ich fast gleich fotografiert, als wir im Juni 2024 in Genf bei der ITU waren. Ich glaube, das Bild, was wir benutzt haben, ist allerdings irgendwie ein Stockfoto, weil es dann doch noch ein Ticken schöner war als das, was wir selbst hinbekommen haben. Aber ich meine, ich bin nicht ganz sicher. Haben wir doch eins von unseren benutzt? Ich bin nicht ganz sicher. Ähm, Wir reden heute über Wissensaufbau im Bereich Sovereign Cloud Stack. Und wir würden uns erstmal. Du hast dich gemutet. Ja, aber du fängst an mit Vorstellen. Alles klar. Hallo, ich bin Friederike Zelke. Einige von euch kennen mich vielleicht noch als Community Managerin vom SCS-Projekt. Und nach dem Projekt bin ich weiter dem Thema Open Source, souveräne Cloud, SCS treu geblieben und arbeite inzwischen mit der Firma Vanilla Core zusammen und bei der ITU als Digital Government Advisor. Und aus den beiden Bereichen werde ich heute ein bisschen was erzählen. Und auch Kurt hat da mitgearbeitet. Und genau, wir werden unsere Einblicke, das, was wir erreicht haben, das, was wir noch vorhaben, mit euch teilen. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, dann sage ich auch noch irgendwie ein paar Worte zu mir. Kurt Garloff bin ich. Ich habe mein Berufsleben lang an Open Source Themen gearbeitet, Linux, OpenStack, Kubernetes und dergleichen. Woher wir uns kennen, ist tatsächlich das Sovereign Cloud Stack Projekt. Das hatten wir vor mittlerweile 6 Jahren initiiert und haben das dann auch dank der Unterstützung der Sprint, der Bundesagentur für Sprunginnovationen und dem Wirtschaftsministerium als Projekt durchführen können. Das Ganze fand innerhalb der OSBA statt. Von da haben wir auch eine Menge Unterstützung bekommen. Wir waren als Projekt auch mit dem GAIA-X-Projekt verzahnt. Und die Dinge, über die wir heute berichten, die sind im Wesentlichen Initiativen, die in den letzten 2 Jahren des Projektes entstanden sind mit der GovStack-Initiative. Und da haben wir eng zusammengearbeitet mit der ITU, mit dem UNICC, das ist der Rechenzentrumsarm der UNO, GIZ und dem Bundesministerium für Zusammenarbeit. Die sind auch dann teilweise wiederum für die eine oder andere Aktivität als Sponsoren aufgetreten. Ich fange mal an hiermit. Die Situation weltpolitisch ist sicherlich anspruchsvoller geworden in den letzten Jahren. Tatsächlich, als wir Sovereign Cloud Stack angefangen haben, haben wir bereits die Einsicht gehabt, dass wir als Europäer uns auf eine Art und Weise aufstellen müssen, dass wir mehr Kontrolle über die Technologien haben, die wir tagtäglich benutzen, von denen auch unglaublich viel abhängt, ne? Sowohl privat als auch natürlich für die Unternehmen wirtschaftlich, als auch für die öffentliche Verwaltung. Und das war ja einer der Gründe dafür, dass wir dieses Projekt Sovereign Cloud Stack gemacht haben und gesagt haben, wir wollen im Bereich Cloud-Infrastruktur, ne, also wirklich der Aufbau von IT-Infrastruktur und dann Virtualisierung und Container-Infrastruktur, eigenes technologisches Wissen aufbauen und zur Verfügung stellen den Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, die das brauchen. Und einer der Gründe war tatsächlich, dass man gesagt hat, naja, die Welt wird unruhiger und schwieriger und man möchte sicherlich auch dann im Zweifelsfall so aufgestellt sein, dass man nicht sehr einseitige Abhängigkeiten hat vom Rest der Welt. Und das ist eine Erkenntnis, die leider dann wahrer wurde, als uns allen lieb sein kann und die Frau von der Leyen hier auch sehr gut auf den Punkt gebracht hat, dass wir jetzt mittlerweile in einer Welt sind, wo imperiale Ansprüche und imperiale Kriege stattfinden und Abhängigkeiten, die man hat, dann auch wirklich als Waffen eingesetzt werden, ohne jede Rücksicht. Und das ist das, was wir sehen. Und speziell im IT-Bereich ist das natürlich was, wo wir als Europäer
nicht sehr gut aufgestellt sind und uns hoffentlich besser aufstellen können mit Hilfe von dem, was wir euch heute ein bisschen vorstellen, mit Hilfe von Open Source. Das Thema ist nicht nur in Europa ein Thema, sondern natürlich auch für alle Länder dieser Welt. Es gab auch 2024 in New York City auf Einladung der UNO eine Konferenz OSPOS for Good, OSPO wie Open Source Program Office, wo es darum geht, was kann Open Source dazu beitragen, dass verschiedene Länder dieser Welt, dass auch Individuen in den verschiedenen Ländern dieser Welt mehr Möglichkeit haben, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und der Secretary General des Invoice and Technology hat eben dazu gesagt, ne, dass die Offenheit genau das ist, was die Demokratisierung und die Demokratie unterstützt. Und dass er sich wünscht, dass genau diese Offenheit dazu führt, dass die digitale Entwicklung, die stattfindet, eben dann auch auf den Menschen zugutekommt und auf die Menschen zentriert ist. Machst du weiter, Friederike? Sehr gerne. Nur kurz was zu den Folien. Wir haben die auf Englisch gemacht, weil wir nicht wussten, auf welcher Sprache das Webinar stattfinden wird. Wir hoffen, dass es euch jetzt nicht zu sehr ablenkt. Aber genau, wo wir gerade von der ganzen Welt sprechen, freue ich mich sehr, die GovStack-Initiative vorstellen zu können. Diese Initiative wird unter anderem vom schon genannten BMZ gefördert, aber auch von der ITU, der GIZ und der Weltbank. Estland ist beteiligt und zum Teil tatsächlich immer noch amerikanische Geldgeber wie die Digital Impact Alliance. Grundsätzlich hat die Initiative möchte die Initiative Länder und gerade Regierungen von Ländern bei ihrer digitalen Transformation unterstützen und die Schaffung einer Digital Public Infrastructure ermöglichen. Und dafür werden Spezifikationen, technische Beschreibungen, aber auch Analysen von Tools, von Softwareanwendungen und so weiter und so fort durchgeführt, um den Ländern alles an die Hand geben zu können, um in Eigenregie ihre Digitalisierung umzusetzen. Und genau, dafür arbeitet GovStack mit verschiedenen Partnern weltweit zusammen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass eine von der UNO unterstützte Initiative ist, die natürlich auch die Werte und die Inhalte der UNO-Charta umsetzen muss. Mach ruhig weiter, bitte. Genau. Und das Prinzip von GovStack ist, auf Building Blocks zu setzen, also Softwarebausteine, die modular, flexibel, interoperabel sind. Alles, hoffentlich klingeln euch da jetzt schon die Ohren und es kommt euch bekannt vor, die dann zusammengebaut werden können für funktionierende digitale Infrastrukturen und mit dem Ziel, den Bürgern der Länder administrative oder Verwaltungsservices anbieten zu können. Und ganz viel von dem, was hier anklingt, war auch und ist auch für SCS wahr. SCS hat von Anfang an den Wunsch gehabt, transparent und Open Source zu arbeiten, flexibel zu sein, modular, interoperabel, auf Standards basiert. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr gut bei der GovStack-Initiative zusammen ankam. Deswegen haben die sich auch sehr gefreut, dass SCS als Teil der Cloud-Infrastruktur Working Group teilgenommen hat. Und tatsächlich haben wir deutlich an den Spezifikationen für die Cloud-Infrastruktur mitgeschrieben. Wenn man sich die anguckt, sind die ersten Autoren, die da genannt werden, auch wirklich Autoren des SCS-Projektteams. Und tatsächlich sind wir da, glaube ich, auch immer noch sehr stolz drauf. Und um diese Spezifikationen herum hat sich auch noch eine weiterführende Zusammenarbeit
ergeben. Zu den Trainingsmaterialien und zu den Trainings kommen wir später. Grundsätzlich werden aber rund um die Cloud-Infrastruktur Cloud-Architekturen erarbeitet mit den Ländern zusammen, basierend auf deren Gegebenheiten. Viele der Länder sind in strukturell schwierigen Regionen der Welt. Also wir arbeiten hauptsächlich mit afrikanischen Ländern zusammen, aber auch mit südamerikanischen. Und wir meckern in Deutschland immer sehr über das Internet und die Verfügbarkeit von Glasfaser. Es gibt Regionen in Afrika, da hat man wirklich ausschließlich das Telekommunikationsnetz. Da wird auch das Internet genutzt, aber eigentlich alles nur über Handys. Wir haben Regionen, wo es, also zum Beispiel waren wir erst in Gambia, da gab es am Tag 5-mal wirklich ernsthafte Stromausfälle. Von Konnektivität oder Stabilität gar nicht zu sprechen. Und das sind Herausforderungen, die adressiert werden müssen, die wir lösen möchten. Ist ein leicht anderes Thema. Es ist kurzer Schwenk. Genau, aber wir arbeiten aktiv mit den Ländern, die da aufgeführt sind, zusammen. Unter anderem hat Eswatini schon angefangen, eine winzige kleine Umgebung aufzubauen, und in Kamerun wird noch in den nächsten Monaten eine kleine Umgebung aufgebaut, um dann als beispielgebend genau auch hoffentlich vergrößert zu werden. Genau, und das zum Schluss, UNICC hat Kurt auch schon benannt, da haben wir tatsächlich das Glück, mit denen zusammenarbeiten zu können. Die haben jetzt die Hardware bestellt, und dann wird tatsächlich eine SCS-Cloud in einem UNO-Rechenzentrum aufgebaut, worauf dann die GovStack-Implementierungen auch als Testumgebung angeboten werden, also das Ganze soll dann auch erweitert werden, um Länder, die keine eigene Hardware haben können, trotzdem digital souveräne Cloud-Umgebungen anbieten zu können. Mach mal weiter, bitte. Genau, und das habe ich ja schon angedeutet, dass GovStack und SCS einfach perfekt zusammenpassen. GovStack wünscht sich tatsächlich weitestgehend Open-Source-Technologie, weil Finanzierung in den Ländern wirklich unglaublich schwer ist. Also zum Beispiel Eswatini. Eswatini weiß ich gar nicht, ob ihr wisst, wo das ist. Das ist ein verhältnismäßig kleines Land, zum 80% von Südafrika umschlossen, und der Rest grenzt an Mosambik. Die haben etwas mehr als 1 Million Einwohner, und das Gesamtbudget für die Government IT-Infrastruktur inklusive Gehälter für die Menschen sind 25 Millionen Euro für ein Jahr. Und davon müssen, wie gesagt, die Gehälter bezahlt werden, davon müssen die Softwareentwicklung, der Betrieb, der Strom für die Rechenzentren und so weiter und so fort bezahlt werden. Und dass da keine Lizenzgebühren anfallen können, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Genau, deswegen Open Source Lizenzen, da sind die alle fit drin. So viel wie möglich Automatisierung, damit einfach auch die Kapazitäten der Mitarbeiter sehr gut, aber nicht übermäßig strapaziert werden. Kommunikation mit den Open Source Community ist ganz wichtig, dass öffentlich dokumentiert wird, dass gut dokumentiert wird, dass auch transparent weiterentwickelt wird. Und langfristig hoffe ich, dass es auch eine große Rolle spielen wird, dass die Länder selber auch contributen können. Das ist ein kleiner Traum, aber ich weiß, dass GovStack das auch möchte, weil die Working Groups internationale Gruppen sind und die der Diversität gewollt und gesucht ist. Ja, naja, und wir haben jetzt doch in den letzten paar Jahren aus Afrika Beiträge zu Open-Source-Projekten gesehen. Also da entwickelt sich gerade was. Genau, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch in die GovStack-Initiative mit reingebracht haben, was aber fast schon
schon inhärent immer dabei war, deswegen wollten sie auch unbedingt die Cloud-Infrastruktur, ist, dass nur dann, wenn man die Umgebung auch wirklich selbst betreiben kann, kontrollieren und weiter ausbauen kann, dass man dann auch wirklich erst digitale Souveränität bekommen kann. Kurt, und jetzt kannst du weitergehen und gerne übernehmen. Ja, dann genau. Ich würde ein bisschen Sovereign Cloud Stack nochmal erläutern, warum das so gut passt. Und wir hatten, als wir mit Sovereign Cloud Stack angefangen haben, mit vielen Unternehmen gesprochen, und um zu verstehen, welche Bedürfnisse es bezüglich digitaler Souveränität gibt, und haben das am Ende dann in 4 Schubladen einsortiert, die ich hier mal aufgeschrieben habe. Da kam dann irgendwann noch aufgrund einer Veröffentlichung von Cloud Ahead irgendwie die 5. Schublade dazu. Es muss erstmal überhaupt eine richtige Cloud sein. Das macht natürlich Sinn, wenn man über Cloud-Technologie spricht, dass man dann auch einmal sagt, okay, es muss auch eine richtige Cloud sein, soll heißen, ne, man hat Infrastruktur, die man eben automatisieren kann durch APIs und die man per Self-Service entsprechend ansteuern kann, die skalierbar ist. Oder wenn man es ein bisschen formaler definieren möchte, die den 5 Kriterien von NIST, die NIST 2011 mal aufgeschrieben hat, dann auch genügen. Also das vielleicht vorweg. Aber dann die Anforderung an digitale Souveränität ist dann im ersten Schritt, und das ist tatsächlich etwas, was eigentlich alle, die über digitale Souveränität sprechen, auch haben wollen, Datensouveränität. Da geht es darum, dass man also die Daten, die man in der Cloud ablegt, dann eben auch kontrollieren kann und auch kontrollieren kann, mit wem die denn geteilt werden, wer darauf zugreifen kann. Die müssen auch sicher geschützt sein. Ne? Und um das umsetzen zu können, braucht man natürlich einerseits Infrastruktur, die sicher ist, ne, die das Thema Datensicherheit, IT-Sicherheit sehr ernst nimmt und gut umsetzt. Und andererseits braucht man natürlich auch einen Anbieter, der entsprechend vertrauenswürdig ist und der auch die rechtlichen Vorgaben einhalten kann, zum Beispiel bezüglich Datenschutz. Ne? Und bezüglich Datenschutz wird es ja dann schon auch wieder sehr, sehr dünn, sobald man dann auf Anbieter zurückgreift, die außerhalb von Europa sind. Ne? Und die Idee, dass man ja durch Datenverschlüsselung diese Probleme einfach lösen kann, die ist natürlich ein bisschen zu einfach gedacht, denn sobald man Daten verarbeiten möchte, muss man sie auch wieder entschlüsseln. Ne? Also wenn man eine Cloud für mehr als das Speichern von Daten benutzt, dann braucht man schon einen vertrauenswürdigen Provider. Auch mit Confidential Computing ist das Problem noch nicht wirklich ganz gelöst. Ich habe ja auch noch dazu geschrieben, hier sieht man SOF 327, es gibt ein europäisches Framework für Cloud, für digitale Souveränität von Clouds. Und da gibt es 8 verschiedene Souveränitätsziele. Und das Thema Datensouveränität wird von den Zielen 3, 2 und 7 berührt. Ne? Also wenn man das mal vielleicht mappen möchte, da es jetzt von der Europäischen Kommission diese Definition gibt. Auf der zweiten Stufe haben wir sehr viel von Unternehmen gehört, sie möchten die Möglichkeit haben, Anbieter zu wechseln, sodass sie nicht von einem einzelnen Anbieter abhängig sind, weil diese einseitige Abhängigkeit eben ein sehr erhebliches Risiko ist. Und die Wahl soll nicht nur initial stattfinden. Ich kann mich entscheiden zwischen, weiß ich nicht, Microsoft und Amazon, sondern sie soll auch stattfinden können, nachdem man sich dann mal, nachdem man gewählt hat und man dann vielleicht wechseln möchte, weil man vielleicht nicht mehr zufrieden ist, weil der Anbieter teurer wird, weil der Anbieter den Dienst einstellt, weil der Anbieter verkauft wurde oder sonst irgendwelche Dinge tut, die einem vielleicht als Unternehmen oder auch als öffentliche Einrichtung oder auch als Privatmensch nicht gefallen. Das ist etwas, was wir im SCS-Projekt dadurch sicherstellen, dass wir starke technische Standards haben, die auch entsprechend überwacht werden. Und dadurch, dass man dann eine hohe technische Kompatibilität hat zwischen verschiedenen Anbietern, die SCS-kompatible Infrastruktur anbieten, ist es zumindest auf technischer Ebene sehr einfach zu wechseln. Was wir dann von vielen, aber schon weniger, als das Datensouveränitätsthema war, sicherlich hatte jeder dran gedacht. Was wir von einigen gehört haben, waren Anforderungen im Bereich technologischer Souveränität. Da geht es darum, dass man tatsächlich
eine gewisse Transparenz über die Technologie haben möchte und auch die Möglichkeit haben möchte, Technologie mit zu beeinflussen, mit eigenen Ideen zu bereichern und darauf einwirken zu können. Das zahlt auf die Themenfelder 6 und 5 aus dem EU-Framework ein, also technologische und Supply Chain Souveränität sind das in diesem Framework. Und das ist etwas, was wir im SCS-Projekt dadurch umgesetzt haben, dass wir eine Referenzimplementierung gebaut haben, die Produktionsqualität hat, die vollständig ist und die auch komplett offen entwickeltes Open Source Code ist, so dass jeder die Möglichkeit hat, sich da einzubringen, das also einerseits natürlich einzusehen, dann aber auch wirklich sich einzubringen und Verbesserungen vorzuschlagen und auch vielleicht umzusetzen und beizutragen. Etwas, was wir vereinzelt dann auch noch gehört haben, und dann sind wir auf der Stufe 4, war der Wunsch, auch die Möglichkeit zu haben, im Zweifelsfall so eine Cloud selbst aufbauen und selbst betreiben zu können. Oder vielleicht ein befreundetes Unternehmen damit beauftragen zu können, das für einen zu tun. Und das geht nur dann, wenn neben der Verfügbarkeit der Software eben auch das Wissen verfügbar ist, wie man denn diese Software entsprechend installiert zum Laufen zu bekommt und dann, das ist sicherlich der schwierigere Teil, auch zuverlässig betreiben kann. Also diese ganzen Themen rund um Betriebsprozesse, Betriebswerkzeuge, wie geht man mit Problemen um, wie geht man mit Cyberangriffen um, was macht man, wenn Hardware ausfällt. All das sind Themen, die da reingehören und die, die Aktivität, die wir im SCS-Projekt aufgrund dessen durchgeführt haben, ist Wissen aufzubauen und transparent zu machen auf einer Docs-Plattform und entsprechend auch die Betreiber in die Pflicht zu nehmen, eine gewisse Transparenz herzustellen und das Wissen auch dann zu teilen. Das haben wir sicherlich zu einem Teil erreicht. Da ist sicherlich auch noch Luft nach oben. Aber da werden wir gleich auch noch im Laufe des Webinars ein bisschen mehr zu sagen, zu dem Wissen. Darf ich ganz kurz noch einhaken? Wir haben diese Definition ist ja vor einer Weile schon veröffentlicht worden und wir haben die auch in Europa immer wieder vorgestellt. Als wir die das erste Mal im Rahmen von GovSec vorgestellt haben, kam für alle 4 Ebenen oder 5 mit der True Cloud ein Nicken. Und es wurde gar nicht in Frage gestellt. Und gerade dieses Wissen aufbauen, Kompetenz aufbauen, war für die ein ganz wesentlicher Teil und ein Selbstverständnis von Souveränität. Und tatsächlich waren wir immer wieder, also Kurt und ich waren da mal in einem Meeting, wo ich irgendwann dann gar nichts mehr gesagt habe, außer können Sie bitte mal nach Europa kommen und denen erklären, worum es geht, weil es wirklich für die Länder ganz klar war, dass sie es nicht nur selber im Land haben wollen, sondern auch wirklich verstehen wollen, eine klaren Übersicht über die Technologie haben wollen, unabhängig sein und es kompetent betreiben möchten. Und genau, und deswegen ist es nicht nur, also das hat, glaube ich, sogar die GovStack selber oder die Menschen in den Teams da überrascht, wie klar es für die Länder waren, als wir mit unserer Definition kamen. Und hat auch nochmal bestätigt, dass wir genau die richtigen Partner für die Initiative waren und sind. Ja, genau. Also wir mussten uns das ja auch nicht ausdenken, ne, sondern wir konnten auf dem aufbauen, was im Digitalgipfel auch unter digitaler Souveränität besprochen wurde. Und ich meine, nicht umsonst ist auch die Open Source Business Alliance, die OSBA, unser vorheriger Arbeitgeber, wo wir das Projekt durchgeführt haben. Der kurze Slogan, der dort benutzt wird für digitale Souveränität, ist Kontrollfähigkeit, Wechselfähigkeit, Gestaltungsfähigkeit. Ne? Und das findet man natürlich hier genau auf diesen Stufen auch wieder. Also das ist jetzt, ne, das passt schon zusammen mit dem, was andere da auch zu machen. Das ist so ein bisschen die Vision. Wenn wir über
darüber reden, dass wir eine Alternative schaffen wollen zu den großen Big Tech-Unternehmen aus den Vereinigten Staaten oder auch den Hyperscalern aus China, wenn man sie so dort auch so bezeichnen möchte, ist eigentlich die Vorstellung, dass wir nicht unbedingt ein großes, zentrales europäisches Unternehmen aufbauen wollen, das jetzt dagegen hält. Also nicht der Cloud Airbus, ja, von dem manchmal geredet wird, sondern die Vorstellung ist tatsächlich, es zu ermöglichen, durch die gemeinsamen Standards, dass kleine, mittlere, gerne auch große Anbieter zusammenarbeiten auf dieser Standardisierungsebene und es den Kunden dadurch sehr einfach wird, ne, zwischen diesen Cloud zu wechseln oder vielleicht noch besser, diese Clouds zu föderieren. Das heißt, ne, dann nicht mit einem einzelnen Anbieter zu arbeiten, sondern vielleicht mit 2 oder 3 aus Europa. Und wenn man natürlich als Unternehmen auch, keine Ahnung, irgendwo in Asien vielleicht Dependancen hat, kann natürlich auch dort ein Anbieter mit den gleichen Standards Cloud-Infrastruktur anbieten, sodass man dann den lokalen Ansprüchen, ne, auch mal mit dem lokalen Rechtsrahmen gerecht werden kann, ohne dass man ein großes zentrales Unternehmen braucht, von dem man dann einseitig eine Abhängigkeit hat. Und das Ganze wird eben ermöglicht durch die SCS-Standards, die genau diese Wechselfähigkeit und diese Interoperabilität sicherstellen. Diese Standards werden durch die SCS-Community definiert in so einem RFC-artigen Prozess. Es gibt das Forum SCS-Standards in der OSBA, das darüber die Governance ausübt, ne, also das den ganzen Prozess entsprechend steuert und dafür sorgt, dass der funktioniert. Das ist auch gut, dass das in so einem Open-Source-Verband liegt, wo das dann eben auch entsprechend nicht Einzelinteressen verfolgt wird, sondern auf neutralem Grund passiert. Und diese Standards und die Einhaltung wird auch überwacht durch automatisierte Tests. Es gab, glaube ich, vor 4 Wochen ein Webinar, wo das im Detail auch erläutert wurde. Deswegen gehen wir da jetzt nicht ins Detail. Das ist das Architekturschaubild, so wie das auch in der Cloud Building Block Spezifikation in dem GovStack Projekt dann entsprechend sichtbar wurde. Die grauen Bereiche sind sozusagen nicht Teil des Standards, sondern das ist eben das, was außenrum notwendig ist, um das Bild zu verstehen. Also die Cloud-Infrastruktur ist ein Software-Projekt. Die setzt also auf Standard-Server-Hardware auf. Keine besonderen Anforderungen und damit auch keine besonderen Abhängigkeiten. Dann gibt es Software, die sich darum kümmert, das Hardware-Management entsprechend zu automatisieren. Dann gibt es die Virtualisierungsschicht, da wird Compute, Storage und Networking virtualisiert, entsprechend mit standardisierten Schnittstellen den Nutzern zur Verfügung gestellt. Die Nutzer, die virtualisierte Workloads betreiben wollen, können dann also direkt da aufsetzen, was heutzutage natürlich die Mehrheit der Entwickler tut, ist auf der Containerinfrastruktur aufzusetzen. Das heißt, auf der Virtualisierungsschicht kann man hervorragend automatisiert viele Container-Cluster on demand, so wie man es braucht, sich provisionieren, bereitstellen und dann nutzen, verkleinern, vergrößern, upgraden. All das, was man von der modernen IT-Infrastruktur erwartet. Was auch Teil des Projektes war und auch hier Teil der Spezifikation wurde, ist die Bereitstellung von Betriebstools. Das ist hier der linke Balken, wo man das System entsprechend überwacht, monitort, wo man ein Lifecycle-Management hat, also sich um die Lebenszyklus von den Softwarekomponenten kümmert, entsprechend vor allem Updates, Sicherheitsupdates auch bereitstellt, wo man Audit-Funktionen hat, wenn man irgendwie entsprechend nachweisen möchte, dass bestimmte Aktionen durch den Nutzer ausgelöst wurden, kann man das entsprechend durch die Audit-Logs tun und allgemein die Möglichkeit, Sicherheitsmonitoring an der Stelle auch einzusetzen. Auf der rechten Seite ist das Identity and Access Management. Da geht es darum, das Nutzer- und Berechtigungsmanagement über die verschiedenen Schichten hinweg bereitzustellen und an der Stelle auch die Möglichkeit eingebaut von uns im Projekt, dass man, wenn man jetzt mehrere SCS-Clouds föderiert nutzen möchte, dass man die Nutzer auf einer dieser Clouds entsprechend verwaltet und dann auf allen anderen Clouds, die man damit föderiert,
auch wieder zur Verfügung hat, ne, sodass man die Nutzerverwaltung nicht mehrfach machen muss. Das Ganze ist stark auf das Sicherheitsthema fokussiert gewesen, insbesondere was den Entwicklungsprozess angeht. Was für uns immer grundlegende Annahme war, ist, dass man in der Lage sein muss, so eine Cloud-Infrastruktur auch jeden Tag dann abzudaten und sicher zu sein, dass durch das Update nichts kaputt geht. Ne? Also wenn zum Beispiel ein Sicherheitsproblem irgendwo auftritt, dann gibt es eben entsprechend ein Security Advisory und dann werden Patches bereitgestellt und die kann man auch einspielen, ohne dass man Sorge haben muss, dass irgendwie das nicht funktioniert. Das wird eben durch die entsprechenden automatisierten Testprozesse auch abgedeckt. Wir haben im Projekt auch automatisiertes Pentesting als Teil der automatisierten Tests durchgeführt. Du oder ich, Friederike? Dann rede ich weiter. Das Genau, ist mach einfach. vom Open Infra Summit in Paris eine Folie. Da hat die Paula von der UNICC ein bisschen über ihre Strategie erzählt. Was Friederike schon sagte, ist, dass die UNICC nicht nur Infrastruktur für die UNO bereitstellt, sondern im Rahmen dieses Projektes jetzt auch Wissen aufbaut, was dann wiederum genutzt werden kann, um in den verschiedenen Ländern, Partnerländern von GovStack, Cloud-Infrastrukturen aufzubauen. Die UNO als vertrauenswürdige, neutrale Organisation hat da natürlich auch ein hohes Vertrauen. Und die UNICC hat bereits eine OpenStack Cloud aufgebaut und im Einsatz. Das ist die Unique Cloud und baut jetzt zusätzlich für diese Projekte mit der GovStack noch eine SCS Cloud auf in einem Projekt, das wir entsprechend unterstützen. Das ist jetzt momentan eine relativ kleine Umgebung. Die wird gerade, also die Hardware ist jetzt gerade eingetroffen, wird gerade verkabelt. Und als nächster steht dann an, dass wir mit der Referenzimplementierung aus dem SCS-Projekt dann die Virtualisierungsschicht und die Containerschicht da aufbringen und dann entsprechend auch die Betriebstools aufbringen, die man braucht, um das Ganze auch zu betreiben. Und die UNICC wird das dann einerseits lernen, damit sie das Wissen auch weitergeben kann, und andererseits dann aber auch betreiben für die Länder, die das eben nicht selbst tun möchten. Jetzt darfst du aber. Genau. Und um alle 4 Ebenen der Souveränität zu erreichen, hat GovStack von Anfang an auch Trainings und Trainingsmaterialien und so weiter und so fort gefordert, gewünscht, angeboten. Und aus dem SCS-Projekt sind dann Trainingsmaterialien entstanden. Da wirft Kurt mit euch gleich nochmal einen tieferen Blick rein. Aber es ist tatsächlich auch gewollt und gewünscht. Es gibt 2 Kurse, einmal Cloud Fundamentals und einmal Deep Dive SCS mit verschiedenen Schwerpunkten und tatsächlich kommen die Sachen sehr, sehr gut an. Also wir waren ich glaube, inzwischen 5 verschiedenen Ländern, wo diese Kurse schon gegeben wurden und die fühlen sich vielleicht nach den Kursen, wenn man jetzt 2 Wochen lang mal so ein intensiv betankt wurde, noch nicht in der Lage, es wirklich umzusetzen, aber das Vertrauen in sich selbst wächst. Die Auseinandersetzung mit Cloud-Technologie ist angestoßen worden und das Gefühl, es selber machen zu können, in der Lage zu sein, etwas fürs Land zu tun, etwas für die Bürger zu tun und tatsächlich auch diese hochspezialisierten Stellen irgendwann im Land auch besetzen zu können, ist etwas, was sehr, sehr deutlich zutage tritt. Und dafür werden Datacenter gebaut, dafür werden Kurse gemacht. Einige Länder überlegen sogar, Universitätskurse dafür anzubieten. Genau. Und nicht nur die Trainingsmaterialien werden dafür herangezogen, sondern auch natürlich die SCS-Dokumentation, die als Grundlage dient natürlich. Genau, da ist in dem SCS-Projekt recht viel entstanden.
was an Wissen einerseits schon da war und nur eingesammelt und auf eine strukturierte Art und Weise verfügbar gemacht werden musste. Da hatte der Mitarbeiter bei uns im Projekt es ist ein Konzept für erarbeitet und entsprechend haben wir dann auch eine Plattform zum Einsatz gebracht. Docusaurus heißt die dann das Wissen aus den verschiedenen Projekten, aus denen ja Sovereign Cloud Stack besteht, auch zusammensammelt, und da außenrum ist dann eben Struktur und auch nochmal eine ganze Menge an How-Tos und verschiedenen weiteren Dokumenten entstanden. Ich habe jetzt mal hier einfach 2 Seiten beispielsweise eingeblendet. Das links ist die Startseite unserer Dokumentationsseite Docs SCS Community. Da sieht man auch die Architektur so ein bisschen wiedergespiegelt, wo man die verschiedenen Teile entsprechend tief eintauchen kann. Und dann ist das nochmal nach Zielgruppen geordnet. Das sieht man hier oben an diesem roten Balken, für Betreiber, also Standards ist ein Kapitel für Betreiber, für Beitragende, für Nutzer, für die Community. Und dann gibt es auch einen Blog und eine FAQ, eine häufig gefragte Fragenliste. Und wenn man dann einen dieser Bereiche anwählt, gibt es dann links so eine Navigationsbar, wo man eben die verschiedenen Abschnitte, Kapitel, die es gibt, lesen kann und finden kann. Man kann auch suchen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den Bereich für Nutzer, for Users, aufgerufen, und da gibt es einerseits eine Installationsanleitung für OpenDesk. Das passt nämlich wunderbar auf Sovereign Cloud Stack. Sowohl technologisch passt es wunderbar, als natürlich auch strategisch, weil es die gleichen Souveränitätsziele unterstützt. Und dann gibt es hier noch zum Beispiel für Nutzer, für Leute, die SCS-Anwendungen schreiben wollen, Hinweise, wie man zum Beispiel die Images findet. Das gibt dazu einen Standard, und den kann man natürlich dann nutzen, und dann dadurch laufen dann Anwendungen auf allen SCS-Clouds. Das kann ich allen ans Herzen legen. Dann gibt es eine zweite große Sache, und zwar die Trainings, die Friederike gerade schon erwähnt hat. Die hatten wir also konzipiert und dann auch entsprechend umgesetzt. Und aus den Materialien, die wir dann für das Training erstellt haben wir das Glück, dass die ITU und die GEZ das entsprechend gesponsert haben. Und dann hatten wir sie auch erfolgreich davon überzeugen können, dass diese Trainingsmaterialien auch wieder als Open Source zur Verfügung gestellt werden sollen. Das heißt, auf der GitHub Sovereign Cloud Stack SCS Trainingsseite sind all diese Materialien verfügbar. Wir hatten die im Training dann als Folien jeweils benutzt. Das hatten wir mit so einem Headstock Markdown gemacht. Und man kann daraus aber auch ein schön aussehendes PDF bauen, das ich hier auf der rechten Seite mal gezeigt habe. Und wenn man das tut, dann entstehen dann nach dem Inhaltsverzeichnis nochmal irgendwie 87 Seiten Content. Und es gibt verschiedene Kapitel, so eine Einführung, warum das alles irgendwie relevant ist und was für eine Bedeutung Clouds haben. Das ist so eine minimale Kurzversion von dem, was in dem Fundamentals Training auch schon die Teilnehmer gehört haben, die hier in diesen fortgeschrittenen Kurs gehen. Und dann ein großes Kapitel zur Infrastruktur und Virtualisierung und ein großes Kapitel zu Containern und dann auch weitere Kapitel zum Thema Monitoring und der Container Registry. Wir sind extrem dankbar der ITU und der GEZ, dass wir diese Trainings machen durften und es auch veröffentlichen dürfen. Das Schöne ist natürlich dadurch, dass es jetzt bereitsteht, wenn das entsprechend eingesetzt wird. Immer wenn ich irgendwie Trainings mache, lerne ich bei diesen Trainings selbst auch wieder eine Menge, und aufgrund dessen werden dann auch wieder die Materialien verbessert. Es steht natürlich anderen, die das irgendwie benutzen wollen. Also steht nicht nur frei, sondern es ist hochwillkommen, dass auch dann von dort Verbesserungen zurückfliegen. Eine Sache noch, so wenn man sich die Materialien anschaut, was man sehen kann, ist, dass immer, und das entspricht so ein bisschen, wie wir das Training gemacht haben. Wir haben immer so eine Stunde oder so versucht, Kapitel, Themenfeld durchzuarbeiten, und dann haben wir immer
den Anwesenden Aufgaben gegeben, ne? Wo dann Dinge gelöst werden sollten, umgesetzt werden sollten, sodass wir sehen konnten, ist das denn verstanden worden? Da gab es dann auch häufig noch eine Menge Nachfragen. Und dadurch wurde das Lernen auch, glaube ich, sehr viel erfolgreicher. Und das ist in der Struktur dieser Materialien dann auch entsprechend zu sehen. Ich habe hier nochmal so zwei Ausschnitte, ne, damit man einfach mal sieht, wie das, also wenn man es als PDF sich anschaut, wie das dann aussieht. Mit entsprechend auf der linken Seite das SEF-Dashboard, was man sieht, und rechts das Kapitel, wo wir die Cluster-Stacks entsprechend erklären. Es lohnt sich da reinzuschauen, da kann man sehr viel über SCS lernen und das, was da steht, ist auch alles erprobt, denn wir haben in diesen Trainings auch live wirklich mit den Teilnehmern Clouds aufgesetzt und die Nutzer haben das dann benutzt. Wir haben hier von 3 verschiedenen Trainings Bilder mitgebracht. Das einzige, wo ich dabei war, ist das links unten. Da haben wir in Kenia den SCS Advanced SCS-Kurs zusammen gemacht, der Carsten Samaschke und ich. Und bei den anderen ist der Carsten auch dabei. Ich weiß, Friederike, du weißt bestimmt, welche Länder das waren. Obwohl, es waren so viele mittlerweile. Genau, rechts oben ist Eswatini und darunter ist Djibouti. Ah, sehr gut. Ja, super anstrengend. Das waren 5 Tage am Stück von morgens bis abends, aber hat auch super viel Spaß gemacht. Also es ist unglaublich schön, mit wissbegierigen Menschen zu arbeiten, die lernen wollen und die was in ihrem Land aufbauen wollen. Das ist nochmal ein Bild aus Kenia, wo man Carsten und mich sieht beim Training. Also die TeilnehmerInnen hatten auch entsprechend dann mit Laptops die Möglichkeit, selbst zu arbeiten. Der Carsten hatte so einen Wireless-Router mitgebracht. Da haben wir also ein Netzwerk aufgespannt. Wir wussten nicht genau, ne, wie die Infrastruktur in dem Hotel war. Und dann innerhalb des Netzwerks konnten die Nutzer auf eine Cloud zugreifen, die wir auch mitgebracht hatten. Und diese Cloud lief das links auf dieser kleinen Box. Das ist so ein Minicomputer mit irgendwie 8 CPU-Kernen, 96 GB Speicher und 2 NVMEs drin. Und da hatten wir dann die Software von SCS genutzt, die Cloud in der Box, die man für Test- und Entwicklungszwecke hervorragend nutzen kann, die man auf einer einzelnen Box installieren kann. Und wir hatten dann lokal tatsächlich eine eigene Cloud. Auf der hatten wir dann eine komplette Virtualisierung mit OpenStack drauf und komplette Containerinfrastruktur mit den SCS Cluster Stacks, Cluster API, Kubernetes. Ja, und das konnten wir dann live mit den TeilnehmerInnen drauf arbeiten und die Übungen, die wir gemacht haben, dann jeweils wurden dann da ausprobiert. Und das war auch dann groß genug, dass alle TeilnehmerInnen dann eigene Sachen darauf machen konnten. Als wir dann angefangen haben, Kubernetes-Cluster zu bauen, haben wir dann die Teilnehmerinnen in Gruppen aufgeteilt, sodass wir nur 3 oder 4 Cluster aufbauen mussten. Sonst wäre wir doch irgendwann an die Grenze gekommen, wenn jeder Teilnehmer dann einen eigenen Cluster gehabt hätte. Aber das ging gut. Friederike, magst du finale Worte sprechen? Ich finde, das spricht für sich selbst. Genau. Wir bringen Wissen und Kompetenz in die Länder und benutzen SCS, verbreiten SCS, damit die Länder digital souverän werden und auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Also es stärkt ja auch dann die Standorte, es stärkt das Business und alles basierend auf Open Source. Und ich weiß nicht, ob man es mir angemerkt hat. Ich liebe es. Das ist ein tolles Projekt, das macht Spaß. Ich würde sagen, dann geben wir das mal die Runde hier für Fragen frei.